Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute gibt es was ganz Tolles aus Hefeteig und zwar sind es schwäbische Flachswickel. Das ist ein ganz tolles Hefegebäck. Es schmeckt wirklich ganz fantastisch, man hat auch kaum Arbeit mit und ich würde sagen, wir starten auch sofort mit dem Rezept. Los geht's! Als erstes siebe ich 250 Gramm Mehl in eine Schüssel. Das macht den Teig sehr locker und später auch das Gebäck sehr fluffig. Dann füge ich eine Prise Salz hinzu und ein halbes Päckchen Trockenhefe, so ungefähr 3,5 bis 4 Gramm. Dann gebe ich noch ein Ei, 90 Gramm weiche Butter und 100 Milliliter lauwarme Milch dazu und verknete alles mit den Knethaken eines Handmixers zu einem Teig. Man kann natürlich auch frische Hefe nehmen, das sind dann 10,5 bis 11 Gramm, die sollte man aber erst in Milch auflösen. Der Teig ist schon etwas klebrig und auch schön butterig. Ich lasse ihn jetzt zugedeckt 2 Stunden gehen. Mein Hefeteig ist schön aufgegangen und kann jetzt weiterverarbeitet werden. Dafür gebe ich ihn auf die Arbeitsfläche und teile ihn dann in 10 kleine Stücke. Jedes Teigstück erst zu einem Strang ausrollen, dann etwas Zucker auf die Arbeitsfläche geben und den Teigstrang in Zucker wälzen und dann zu einem Flachswickel formen. Alle Flachswickel dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Ich muss dabei auch kein zusätzliches Mehl verwenden. Mein Teig klebt nicht mehr, er ist zwar sehr butterig, aber nicht mehr klebrig. Er fühlt sich einfach wunderbar an, ist ganz locker und luftig und überhaupt nicht zäh. Euch ist wahrscheinlich auch schon aufgefallen, dass ich meinen Hefeteig heute ganz ohne Zucker gemacht habe. Das war auch meine Absicht. Ich finde, der ganze Zucker, den man zum Wälzen nimmt, ist auch schon völlig ausreichend. Falls euch das doch zu wenig ist, könnt ihr einfach einen Esslöffel Zucker mit in den Teig geben. Sobald alle Flachswickel fertig sind, werden sie erst mit etwas Zucker bestreut und dann im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 160 Grad Umluft 20 bis 25 Minuten gebacken. Meine waren 25 Minuten im Backofen, aber die Backzeit hängt ja vom Backofen ab. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch, lasst einen Kommentar da und abonniert auch meinen Kanal. Ich bin gespannt, ob ihr die Flachswickel auch nachbacken wollt und wünsche euch allen noch einen schönen Tag und sage auch schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.